Die Terrororganisation IS hat zu Anschlägen auf Karnevalsumzüge hier in Deutschland aufgerufen. Auf ihrer deutschsprachigen Propagandaseite zeigen sie eine Liste mit Zielen, darunter Weiberfastnacht und eine Karnevalsparty in Köln. Die Bild-Zeitung hatte zuerst berichtet. Polizei, Staatsschutz und Verfassungsschutz kennen die Terrordrohung und prüfen auch mögliche Sicherheitsvorkehrungen. Das Einsatzkonzept für die Kölner Polizei werde noch mal angepasst. Details bleiben natürlich geheim, um Täter nicht vorzuwarnen. Auf der Propaganda-Website hatte der IS zuletzt Anhänger aufgefordert, Menschen wahllos zu überfahren. Darüber müssen wir sprechen. Aus Nürnberg zugeschaltet ist Heiko Teggerts, stellvertretender Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft. Schönen guten Tag, Herr Teggerts. Guten Tag, Frau Pochhammer. Also der IS droht schon wieder, jetzt konkret mit Anschlägen auf den Kölner Karneval. Wie ist diese Gefahr jetzt einzuschätzen? Wie muss man damit umgehen? Also wie ich das letzte Woche ja bereits in unserem Gespräch gesagt habe, sind diese Hinweise sehr, sehr, sehr ernst zu nehmen und die Gefahr terroristischer Anschläge in Deutschland sehr akut, ganz offensichtlich. Ich gehe davon aus, dass die Sicherheitsbehörden, so wie ja auch schon berichtet wurde, sich sehr gut vorbereiten, die Sicherheitskonzepte auch noch einmal überarbeiten werden, aber eine 100%ige Sicherheit, da macht man sich nichts vor, wird nicht zu gewährleisten sein. Deshalb verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, dass am Dienstag beispielsweise die Bundesregierung in ihrem Bundesaufnahmeübereinkommen immer noch wieder Menschen aus Afghanistan nach Deutschland holt. Und bei dem letzten Flug, wenn ich da richtig informiert bin, sind eben nicht nur Ortskräfte an Bord gewesen, sondern mindestens 3 Personen, die mit Papieren, die durch die Taliban-Regierung ausgestellt worden sind, also völlig willkürlich ausgestellt worden sind, nach Deutschland eingereist. Und hier muss sich die Bundesregierung jetzt endlich mal die Karten legen. Also die Sicherheitsbehörden in Deutschland laufen am Anschlag und versuchen, die Menschen hier in Deutschland vor terroristischen Anschlägen zu schützen. Und auf der anderen Seite geht man sehr laissez-faire mit dem Thema um und holt eben Menschen, gerade aus solchen Bereichen, aus denen die letzten Attentäter in Deutschland stammen, immer noch teilweise unkontrolliert ins Land. Und das macht schlichtweg nur noch fassungslos. Und ich kann meine Kolleginnen und Kollegen auch sehr gut verstehen, die dann da auch ziemlich frustriert mit dieser ganzen Situation derzeit umgehen müssen. Ja, das kann man natürlich nachvollziehen, Herr Teggerts. Noch mal ganz kurz zurück zum Thema Karneval. Denn viele Karnevalisten fragen sich jetzt natürlich auch, klar, man möchte diesem Terror nicht klein beigeben. Man möchte natürlich hingehen und zum Karneval und auch weiter feiern. Aber gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man sich schützen kann? Irgendwelche Dinge, an die man denken sollte aus Sicht der Polizei? Was können Karnevalisten tun, um vielleicht die Gefahr ein bisschen zu minimieren, die persönliche? Also Karnevalisten sollten die Tradition wahren und sich nicht von solchen terroristischen Bedrohungen einschüchtern lassen. Die Karnevalisten können sich auch darauf verlassen, dass die Sicherheitsbehörden eben durch die Überarbeitung der Sicherheitskonzepte alles tun werden, dass es also nur ganz schwer möglich sein wird, mit einem Auto in so einen Karnevalszug beispielsweise reinzufahren. Nochmal, eine 100%ige Sicherheit wird niemand gewährleisten können, aber die Karnevalisten können sich sehr, sehr, sehr sicher sein, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland alles hochgefahren haben, was hochzufahren geht, sehr sensibel mit allen Hinweisen umgehen und natürlich auch die Sicherheitskonzepte, dadurch, dass sie raufgefahren sind, funktionieren werden. Also eins darf nicht passieren. Der Terrorismus darf in Deutschland nicht siegen und das darf nicht dazu führen, dass traditionelle Veranstaltungen, die hier in Deutschland stattfinden, ob das jetzt der Karneval ist oder im Rahmen der Arbeitskampfmaßnahmen der Tarifverhandlungen derzeit die Demonstration, dass das weniger werden wird. Dann hätte der Terrorismus gewonnen und das, glaube ich, will keiner. Auf gar keinen Fall. Dankeschön, Herr Teggerts, für diese klaren Worte. Sehr gerne.